Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir befinden uns hier heute in unserer Fertigung. Das heißt, der Ort, an dem wir unsere Pumpen quasi bauen, an dem wir die Einzelteile zusammenbringen, die elektrischen Verbindungen schaffen, an dem wir viele mechanische Verarbeitungen machen, an dem wir Oberflächen anschleifen, Löcher bohren, aber eben auch die Pumpen montieren und für den Einguss vorbereiten, was dann im Raum hinter mir stattfinden würde. Und ich habe heute die Ehre, euch ein neues Produkt vorstellen zu dürfen. Ein Produkt, das eigentlich schon alle kennen, ein Produkt, das schon lange erwartet wurde. Und dabei geht es um unseren großen Algenreaktor, also den 3182. Hier zum Vergleich mein 3181. Nein, das ist nicht der große, ja, der kleine kompakte. Und dass man sich das mal vorstellen kann, der 3182 mit einer Pumpe, hole ich die mal hier hervor. So ein Kavenzmann ist es. Was gleich wieder auffällt, die Pumpe ist genau die gleiche wie beim kleinen Reaktor, eine schöne DC-Pumpe. Es ist die gleiche Pumpe, diesmal wird sie aber mit einem 24 Volt Netzteil ausgeliefert. Man kann sich das so vorstellen, dass die Pumpe auf Minimum ungefähr die Leistung hat, wie die Pumpe vom kleinen Reaktor bei Maximum. Genau. Dann folgt hier der schöne 2 Meter lange Schlauch, der gleiche Schlauch, den wir auch beim 3181 mitliefern, in der gewohnten dicken, schweren Qualität, Silikonschlauch, der dann hier in den Reaktor mündet. In diesem Fall, das haben wir schon mal montiert, das ist die mitgeschickte Spiralventil, die kann man sich hinbauen an Stellen, an denen der Silikonschlauch so ein bisschen zum Knicken neigt, zum Beispiel hier an der Stelle. Je nach Installationsart ist es immer wieder an einer anderen Stelle und dann kann man sich so ein bisschen damit aushelfen. Genau. Hier geht also dann der Wasserstrom in den Reaktor rein. Man sieht es hier schön in der Schneckenform, dass der Wasserstrahl richtig schön in die Reaktorkammer eindringt und dann die Algen super in Rotation versetzt. Das Wasser rotiert hier schön, die Algen rotieren hier schön und dadurch, dass die Algen so schön rotieren, werden sie von den zwei Leuchten diesmal, also nicht nur eine wie beim kleinen Reaktor, von beiden Seiten aus quasi allen Richtungen gleichmäßig beleuchtet. Der weitere Vorteil, den wir auch schon vom kleinen Reaktor kennen, ist, dadurch, dass die Algen hier rotieren, reiben sie quasi an der Innenseite von dem Rohr und halten es auf eine gewisse Weise sauber. Ganz besonders hier an den Stellen, an denen die Leuchte direkt aufsitzt, wachsen natürlich auch die Algen ganz besonders gerne, aber da putzen quasi die vorbeiziehenden Algen immer die Flächen sauber. Und von außen ist für gewöhnlich, wenn ich den Reaktor extern aufstelle oder nur leicht eintauche, das Rohr ja immer sauber. Gut, die Klemme, die ist jetzt schon das Größte, was unser Druckbett hergibt, ist auch wieder 3D gedruckt. Genau, ähnlich wie gemacht wie beim kleinen 3181. Und dann kommen wir hier nach oben. Diese Platte hier ist sozusagen der Flansch, eine für die Ewigkeit gebaute 15 mm starke PVC-Platte, die wir uns ausfräsen. Genau. Und hier oben drauf sitzt dann tatsächlich derselbe Deckel wie beim 3181. Der Hauptunterschied ist hier, dass wir jetzt diesen schönen Henkel dazu gemacht haben. Hier beim 81 hat man ja noch den Deckel schön überstehen, dass ich einfach von außen dran greifen kann. Durch den großen Durchmesser klappt es hier nicht mehr, deswegen haben wir diesen praktischen Henkel da oben drauf. Und da habe ich gleich ein richtig schönes Griffstück, wo ich entweder das ganze Ding packen kann, oder eben auf und zu machen kann. Genau. Ja. Was man jetzt schon ein bisschen gesehen hat, auf den ersten Blick ein bisschen erschreckend ist, dass die Öffnung hier gar nicht den richtigen Außendurchmesser hat. Ist aber gar nicht weiter schlimm, wenn man sich das nämlich mal anguckt. Ich mache den hier auch mal auf und es hier vergleicht. Ist die Öffnung doch ein gutes Stück größer. Und wenn ich hier schon gut reingekommen bin, kommt man hier erst recht gut in die Innenräume rein. Ist mehr Gewöhnungssache und eigentlich sehr praktisch, dass der kleine Deckel dann nämlich einfach voll kompatibel bleibt. Ansonsten wird das Gerät genau wie der kleine Algenreaktor auf Druck geprüft. Wir bauen den hier im Haus zusammen, wir montieren den hier und tun bei jedem Gerät eine Druckprüfung durchführen, damit man auch wirklich sicher gehen kann, dass der Reaktor wasserdicht ist, wenn er bei einem zu Hause ankommt.